Über 26 Milliarden Tonnen. Für jeden Amerikaner sind es etwa 20 Tonnen. Für Menschen in armen Ländern weniger als 1 Tonne. Für jeden Menschen auf der Welt sind es durchschnittlich 5 Tonnen. Und irgendwie müssen wir Veränderungen vornehmen, die das auf Null reduzieren. Es ist ständig gestiegen. Es sind nur verschiedene wirtschaftliche Veränderungen, die das Ganze sogar abgeflacht haben. Wir müssen also von einem raschen Anstieg zu einem Rückgang übergehen und bis auf Null absenken. Diese Gleichung hat 4 Faktoren. Ein wenig Multiplikation. Links sehen wir CO2, das auf Null sinken soll. Und das basiert auf der Anzahl der Personen, der Dienstleistungen, dem durchschnittlichen Verbrauch jeder Person, der durchschnittlichen Energie für jede Dienstleistung und der CO2-Ausgabe pro Energieeinheit. Schauen wir uns nun also jede einzelne davon an und sehen wir, wie wir das auf Null bringen können. Wahrscheinlich wird eine dieser Zahlen ziemlich nahe an die Nulllinie heranreichen müssen. Nun, das ist ein wenig Highschulalgebra. Heute leben 6,8 Milliarden Menschen und es schreitet auf 9 Milliarden zu. Wenn wir sehr erfolgreich mit neuen Impfstoffen der Gesundheitsversorgung und Reproduktionsmedizin sind, könnten wir das wohl um 10 bis 15% senken. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen leisten. Und doch werden wir die Entscheidungen zum Einsatz eines neuen Impfstoffes auf einer geringeren Datengrundlage als sonst fällen, damit wir schnelle Fortschritte erzielen. Wir müssen also die Entwicklung der 8 bis 10 aussichtsreichsten Kandidaten unterstützen, die entsprechenden Produktionsanlagen bauen, herausfinden, wie wir die Sicherheit des Impfstoffes testen, und all dies braucht eine gemeinsame globale Anstrengung. Unser Verhalten wird sich in vielen Punkten ändern. Ich hoffe auch, dass wir über die Pandemie nicht andere Dinge wie den Klimawandel vergessen, die ja ebenso unsere Zusammenarbeit und viel Innovation brauchen. We'll have a lot of unusual measures until we get the world vaccinated. 7 billion people, that's a tall order, but it is where we need to get to. Oliver, juristisches Glattei. Sie scheißen auf euch, sie verachten euch, sie verhöhnen euch, sie verlachen euch. Verfassungsschutz ist gleich Übersetzung, ist gleich Stasi. Meine Frage lautet also, lügen Sie bewusst oder haben Sie nicht recherchiert? Hallo liebe Freunde, diese Coronavirus-Sache wird jeden Tag verrückter. Und was ich euch heute sagen werde, setzt den Ganzen noch die Krone auf. Aber jetzt habe ich gerade auf Fox Tucker Carlson gesehen, dass sie jetzt einen Schnelltest haben, wo man innerhalb von 15 Minuten herausfindet, ob man den Coronavirus hat. Das wurde dann live getestet. Jetzt haltet euch fest. Dann war in der Show Robert Epstein, und das ist jener Harvard-Professor, der gesagt hat, Google manipuliert die Wahlergebnisse, und dessen Frau vor kurzem bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, und der setzt sich jetzt für landesweite Tests ein. Jeder soll getestet werden, und wer springt ihm bei? Die konservative Heritage Foundation. Die sagt jetzt, jeder soll getestet werden, mit dem Argument, dass die dann negativ getestet sind, arbeiten können, aber natürlich heißt es, dass das dann wieder die Zahl der Fälle extrem aufbläht, weil irgendjemand immer auf positiv getestet werden wird, entweder falsch positiv oder eben weil der Test so konstruiert ist, habe ich schon oft erklärt. Also der absolute Wahnsinn. Und es gibt auch in der alternativen Szene sogenannte Liberale und Libertäre, die das regierungsamtliche Märchen verbreiten, dass wir hier mit einem besonders gefährlichen Virus zu tun hätten, obwohl die offiziellen Zahlen ganz klar, so klar wie es nur geht, sagen, dass es halt eine Grippe ist, nach der offiziellen Darstellung. Die alternativen Darstellungen findet ihr wie immer bei mir auf Telegram. Und was ich jetzt bekommen habe, dieser Leak, der setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Also wir fassen nochmal zusammen, ihr habt das wahrscheinlich am Anfang gesehen. Bill Gates fordert eine Weltregierung. Bill Gates will 7 Milliarden Menschen impfen.
Bill Gates hat vor Jahren gesagt, wir sind zu viele Menschen und er will das mit Impfen ändern. Das sind alles seine Aussagen, liebe YouTube-Zensoren. Und nicht vergessen, das wird mir jetzt immer wieder zugeschickt, ich habe schon vor langer Zeit ein Video drüber gemacht. Bill Gates hat für Jeffrey Epstein, den bewiesenen Kinderschänder, Spenden an wissenschaftliche Einrichtungen überwiesen. In seinen Namen, aber die in Wirklichkeit von Jeffrey Epstein stammten. Inzwischen sind auch weitere Bilder von ihm und Epstein aufgetaucht. Wobei die Bilder allein sind jetzt nicht das Wichtige, auch der Trump stand mal neben dem Epstein, aber es geht darum, dass er eben mit ihm Geschäfte macht, für ihn sogar Spenden an wissenschaftliche Einrichtungen. Also das an die lieben YouTube-Influencer, um die es jetzt geben wird, die bei dieser Kampagne mitmachen. Ihr seht es ja schon aus der Überschrift, worum es geht. Also, Bill Gates finanziert eine Kampagne von YouTube-Influencern. Und die Kampagne ist geleakt zu mir, zuverlässige Quelle. Und ich weiß noch nicht, wann ich es bringen soll, aber die Kampagne soll am 15. April starten. Jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 14. April, 7 Uhr in der Früh für euch. Wenn die zu viel Zeit haben, die Kampagne abzuändern, ist es vielleicht gar nicht so gut. Weil ich werde auch vorlesen, was die sagen werden. Und dann ändern sie das vielleicht. Also eventuell werde ich es so machen, dass ich schon mal für meine Unterstützer eine Vorabversion gebe. Das sind ja wahrscheinlich dann nicht so viele drin. Es werden 1, 2 Spione auch drin sein, aber jetzt nicht unbedingt direkt jemand, der für die Bill Gates Stiftung arbeitet. Und vielleicht am Abend, ich weiß es noch nicht, das veröffentlichen, sodass sie nicht mehr zurück können. Also aus dem Schreiben: Mit Unterstützung der Bill und Melinda Gates Foundation planen wir in den kommenden Tagen eine Zusammenarbeit mit verschiedenen gemeinnützigen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Zum Beispiel WHO, also WHO, die ja von Bill Gates schon finanziert ist, UNO, Rockefeller, auch Bill Gates Verbindung, One, das ist auch die Bill Gates Stiftung, also Bill Gates nahe Stiftung. Global Citizen, Gavi, das ist die Vereinigung der Impfhersteller, und der International Vaccines Alliance, CEPI. Ja, das sind zivilgesellschaftliche Organisationen. Das sind Lobbyorganisationen der Pharmaindustrie, liebe YouTube-Influencer, bloß um euch das Neusprech zu erklären, euch zu erklären. So, Impfstoffe müssen auf der ganzen Welt, insbesondere in den ärmsten Ländern, verfügbar, zugänglich und erschwinglich sein. Also, der Propagandatrick, der hier gemacht wird, ist, das war Ihnen ein bisschen zu blöd zu sagen, wir machen jetzt einfach mal Propaganda für Impfen. Die Aktion läuft darauf hinaus, es muss für jeden, insbesondere den ärmsten Ländern, verfügbar, zugänglich und erschwinglich sein. Auf Deutsch: Der Steuersklave im Westen soll seine eigenen Impfungen bezahlen und noch die in den Entwicklungsländern. Und das klingt natürlich total gutmenschlich für den durchschnittlichen YouTube-Influencer und natürlich an andere Influencer. Also es geht um alle Plattformen, auch Instagram, Twitch, was es da so gibt. Aber ich schreibe in die Überschrift wahrscheinlich YouTube, damit die Leute wissen, worum es geht. YouTube-Influencer kennt man eher als Begriff. So. In erster Linie und der Zugang sollte in erster Linie für das Gesundheitspersonal Priorität haben, schnell gefolgt von anderen gefährdeten Bevölkerungsgruppen, älteren Menschen, Menschen mit bereits bestehenden Krankheiten. Das sind genau die, die sterben und als Coronavirus-Tote gemessen werden, obwohl gar nicht untersucht wird, ob sie am Coronavirus gestorben werden. Das heißt, wenn man die jetzt auch noch impft, mehr sage ich nicht, das muss man sich dann wieder selber denken. Wir haben ja sogar schon Berichte gesehen, dass die Testkits mit dem Coronavirus, also mit den RNA-Ketten, verseucht ist. Und Menschen, die an Orten leben, wo physische Entfernung einfach keine Option ist, wie zum Beispiel in Flüchtlingslagern, unabhängig von Ort und Zahlungsfähigkeit. Also wollen die Flüchtlinge quasi durchimpfen, weil die ja zusammengepferchter sind. Da werden die sich freuen. Also das provoziert natürlich den nächsten Aufstand.
So, und jetzt, danke, dass Sie Ihre Stimme erheben und diesen Aufruf zum Handeln unterstützen. Info, wir werden am Dienstag, den 14., das ist heute, ein genaues Wortskript über die Schlüsselbotschaften zur Verfügung stellen. Das habe ich leider nicht bekommen. Vielleicht will jemand anders das leaken und unter das YouTube-Video posten, aber wir werden das ja bald sehen, was das genaue Skript ist. Dort finden Sie auch das ist der absolute Hammer, auch einen genauen Wortlaut für das Glaubensmanifest. Das heißt Belief Manifesto. Genau. Geht nämlich hier um einen Glauben. Den Glauben an den bösen Virus und die Heilbotschaft. Derselbe Quatsch natürlich wie bei Klimawandel, ja, das böse CO2-Gift, also eins dasselbe. Und die nennen es das Belief Manifesto, also Glaubensmanifest. Können Sie sich nicht ausdenken. Dort finden Sie auch den genauen Wortlaut für das Glaubensmanifest, das Sie in Ihre Bildunterschrift integrieren können. Auch den genauen Link zur Petition und die endgültige Bestätigung für den Hashtag am Dienstag, den 14. werden wir Ihnen zur Verfügung stellen. So, und jetzt ist das Interessante, dass da eine Beschreibung ist, wie Sie es machen sollen. Suchen Sie bei sich zu Hause eine Umgebung, in der Sie sich wohlfühlen und in der Sie vielleicht die meiste Zeit Ihres Aufenthalts verbracht haben in der Quarantäne. Stellen Sie sicher, dass der Ton, die Beleuchtung gut ist und so weiter. Und in einer kurzen, selbst aufgezeichneten Erklärung, maximal 60 Sekunden, die auf Instagram, Twitter, YouTube oder TikTok veröffentlicht werden kann, werden Sie mit einer kurzen persönlichen Einleitung einsteigen, die sich an Ihre Gemeinde richtet, ein wenig Kontext gibt und Ihre Aufmerksamkeit gewährleistet. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Sie in das Thema einsteigen können. Und genau wegen diesem Einstieg weiß ich jetzt nicht, wann ich das veröffentlichen werde, weil das könnten die relativ schnell abändern. Das Video könnte zum Beispiel mit einer persönlichen Einführung und Motivation beginnen. In unsicheren Zeiten wie diesen kann es schwierig sein, sich auf etwas zu konzentrieren, geschweige denn an die Zukunft zu denken. Es kann beängstigend sein, um ehrlich zu sein, aber was stark bleiben sollte, ist unser Glaube an die Menschlichkeit und daran, was wir als Menschen füreinander tun können. Wenn in der hoffentlich nahen Zukunft ein Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt wird, müssen wir sicherstellen, dass er für alle Menschen verfügbar ist, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion oder dem Ort, an dem man auf diesem Planeten lebt. Zusammen mit vielen wunderbaren Menschen und Partnerorganisationen. Teilen Sie es auf Ihrem Profil und so weiter, wir blenden das ein. Dann gibt es natürlich auch einen Genehmigungsprozess, also man muss es einschicken und genehmigen lassen. Und habe ich das jetzt schon erwähnt, das Beste ist, die kriegen kein Geld dafür. Aber natürlich muss das Ganze organisiert werden, insofern kostet das auch Geld, deswegen schreibe ich finanziert. Schreiben Sie auch in einem eigenen Schreiben, dass das die Geldsstiftung finanziert. Und da die ja denken, sie machen es für einen guten Zweck, kriegen die noch nicht mal Geld dafür. Liebe Influencer, ganz schön doof, dass ihr nicht wenigstens Geld von der Pharmaindustrie für die Pharmawerbung bekommt. Über die Pharmaindustrie äußere ich mich auf Telegram und in meinen Büchern. Lasse ich jetzt mal lieber, weil das ist eine der gefährlichsten Industrien der Welt, wenn nicht die gefährlichste. Auch für Menschen, die da Alternativmediziner, die am laufenden Band umgebracht werden. So viel darf man vielleicht mal sagen. Ja, und dann nähere Hinweise. Also das ist doch jetzt wirklich der Hammer. Ja? Und ich bin sicher, der gute Rezo, der ist ganz vorne mit dabei. Und wie gesagt, nochmal betonen, die kriegen kein Geld dafür. Und werden also alle freiwillig, also die mitmachen, die ihr sehen werdet jetzt in den kommenden Tagen, die werden da alle freiwillig mitgemacht haben und die werden nicht dazu gezwungen worden sein. Appell an euch YouTube-Influencer, natürlich geht gar nicht anders, Debatten fordern. Jetzt hat sogar die Sonja Zietlow von RTL einen absolut genialen Post abgesetzt, ja. RTL-Moderatorin und genial in einem Satz, hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen werde. Die hat die ganzen Professoren aufgezählt, wir blenden es vielleicht ein, die ihm kritisch sind und dann gesagt hat, diese Experten oder so gelten jetzt als Verschwörungstheoretiker. Nicht als Verschwörungstheoretiker gelten, ich glaube, Jens Spahn, Bill Gates und so weiter. Liebe Sonja, ich kenne dich nicht, aber ein absolut genialer Post. Also wir sehen, dass der Mainstream wacht auf, wird zigtausendmal geteilt und man traut ja natürlich nicht so viel zu als Dschungelcamp-Moderatorin, aber die ist ja Pilotin und die könnte wahrscheinlich schon echten Journalismus.
Aber wird sich wahrscheinlich denken, ja, wenn ich Geld dafür kriege und die Leute sich da Dschungelcamp zum Affen machen wollen, nicht mein Problem. So. Aber das heißt ja nicht, dass die blöd ist. Auf jeden Fall hat sie sich da jetzt aus dem Fenster gelehnt. Vielen Dank dafür. The tide is turning. Und ja, ich will es gar nicht zu lang werden lassen. Liebe YouTube-Influencer, recherchiert selber. Selber recherchieren, selber nachdenken. Es gibt zig gelöschte Videos, die könnt ihr euch alle anschauen, bei mir auf dem Kanal oder auf BitChute oder woanders, wo die Fakten drin sind. Bill Gates will eine Weltregierung, Bill Gates will alle Menschen impfen und alle mit einem Biomarker versehen. Und letztendlich chippen. Er spricht im Moment noch von digitalen Zertifikaten, aber der nächste Schritt ist natürlich das Chippen und möglicherweise ist in dem Impfstoff schon ein Nanochip drin. Das ist technisch möglich. Das ist Fakt. Das ist technisch bereits möglich. Und kein Mensch weiß, was dann da drin sein wird in diesem. Hoffentlich darf er das noch sagen. Ich weiß es nicht. Also ich probiere es mal ganz. Das ist ganz wichtig, dass ich euch vorher darauf hinweise. Eine nie dagewesene Propagandaaktion werden wir jetzt sehen. Und natürlich ist es ja auch schon Event 201 genauso angedacht worden. Influencer, könnt ihr noch, auch Amazing Polly hat viel dazu gemacht, Influencer dafür einzuspannen, weil sie gesagt haben, ja, so Pharmavertreter direkt wird das Publikum nicht so glaubwürdig finden. Das sagen die da in der Event 201 Simulation. Absolut unglaublich. Achtet darauf, ich werde in den nächsten Tagen wahrscheinlich mehrere Videos bringen. Ich habe noch so viele Sachen rausgefunden. Verteilt das, sobald ihr es findet, verteilt das. Ich versuche es eben rauszubringen, bevor die Aktion losgeht, aber nicht zu viel davor. Ciao. Ich jetzt weiter noch vergessen. Also die Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner ist jetzt zwangspsychiatrisiert worden. Zitat, sie hat einen sehr verwirrten Eindruck gemacht, begründete ein Polizeisprecher das Vorgehen gegenüber der RNZ. Es gibt einen Leak, ist eine Audionachricht von ihr, habe ich schon auf Telegram gepostet. Ich gehe davon aus, dass sie das ist. Also Zwangspsychiatrisierung für die Rechtsanwältin, die die Verfassungsklage eingereicht hat, die, denke ich, schon abgewiesen wurde. Auch zu den Richtern habe ich Informationen gepostet oder zumindest einen der Richter, der Verbindungen zur Pharmaindustrie hat, habe ich Informationen bereits gepostet. Eventuell gibt es auch eine Backstory dazu, das möchte ich aber jetzt noch nicht publizieren. Also ich unterstelle ihr jetzt auf jeden Fall, dass sie wohlmeinend ist. Nur so viel, ich gebe aber zu bedenken, wenn ein Antrag abgelehnt wird, weil er fehlerhaft ist, dann trauen sich andere nicht mehr, den abzugeben. Erst hieß es auch, sie hat ihre Zulassung, glaube ich, zurückgegeben, jetzt hat sie wieder gesagt, nee, also haltet euch da auf dem Laufenden, beziehungsweise ich halte euch auf dem Laufenden per Telegram, aber völlig egal, was jetzt da genau dahinter steckt. Zwangspsychiatrisierung für Leute, die Verfassungsklagen einreichen. Das ist, ja, es scheint jeden Tag noch totalitärer zu gehen, aber das ist ja der absolute Wahnsinn. Leute, wacht auf. Also auch eure Freunde, ihr solltet jetzt wirklich hingehen und auch euren Schlafschaffreunden viel mehr zeigen an Videos und an Informationen und an Quellen. Die Leute haben jetzt Zeit, es wachen immer mehr auf. Mein Video extra für Schlafschafe dauert noch eine Weile, weil ich so viele andere Dinge vorher noch publizieren muss, die euch auch die Schuhe ausziehen werden. Aber das kommt irgendwann noch. Aber bloß schon mal als Hinweis an eure Schlafschaffreunde, sagt ihnen, sie sollen selber recherchieren. Sie sollen euch nichts glauben, sie sollen endlich anfangen, selber zu denken.